Lieber Widder, herzlich willkommen zu deinem Januar-Taroskop, Januar 2025. Schauen wir, was der erste Monat des neuen Jahres für dich bereithält, wie er sich gestalten möchte. Energetisch, praktisch, zwischenmenschlich, was wird wichtig und ausschlaggebend. Zu diesem Video, wie immer bei mir, eine Extended-Version. Den Link dazu findest du hier unterhalb dieses Videos in der Infobox. Drück drauf, du wirst automatisch weitergeleitet. Der Widder im Januar, bitte. Anders als gedacht. Am Tiefpunkt kommt die Hoffnung. Etwas muss sich verändern. Es wird sich verändern. Du sagst ja zur Veränderung. Du wagst einen ganz, ganz großen Schritt. Du willst jemandem nicht mehr zur Last fallen. Du willst nicht mehr, dass jemand für dich verantwortlich ist. Du nimmst die Zügel deines Wagens, deines Karrens, whatever, in die Hand und startest durch. Perfekt. Perfekter Auftakt zum neuen Jahr. Schauen wir, wow, ja, perfekt. 3 Themenkarten. Schauen wir uns an, worum es geht. Eine Verbindung. Gut möglich eine Liebesverbindung, eine Partnerschaft, eine Ehe. Etwas wird sehr, sehr ausschlaggebend. Du selbst, wie du dich siehst, wie du dich gibst. Und der Wind. Aus welcher Richtung bläst er? Leistest du Widerstand oder lässt du dich transportieren? Der Widder im Januar, bitte. Du möchtest nicht noch einmal in die gleiche Falle hineintappen. Du siehst es als Falle, doch es war deine eigene Ego-Falle. Ja, es ist oft schwer, mit Selbstvorwürfen umzugehen, die Schuld bei sich zu suchen und nicht mit dem Finger auf andere zu zeigen. I know, lieber Widder. Doch es kommt alles anders als gedacht. Setze dich hin, lehne dich zurück und hör gut zu. Eine Verbindung, die ist sehr, sehr wichtig für dich, sehr, sehr ausschlaggebend. Kann, wie gesagt, Liebesverbindung sein, kann in der Familie sein, in der Freundschaft. Jemand, der durch dick und dünn mit dir gegangen ist, weiterhin geht. Es ist ein Seelenpartner für dich. Kann schlichtweg auch ein Elternteil sein, ein Geschwister von dir, wer auch immer. Ganz egal, du wirst es im Verlauf des Readings herausfinden. Dieser jemand steht dir loyal zur Seite. Dieser jemand geht mit dir, für dich durch dick und dünn und nimmt alles hin, was du durchmachst. Dieser jemand ist dazu da, um das Beste aus dir herauszuholen, aber nicht indem dieser Mensch es aus dir herausholt, sondern er ist da in guten wie in schlechten Zeiten, auf dass du das Beste aus dir herausholst, auf dass du die beste Version deiner selbst wirst. Du setzt dich sehr mit dir selbst auseinander, mit der Frage, was ist der Sinn meines Lebens, was ist der Sinn von mir selbst, warum bin ich so, wie ich bin, warum gebe ich mich so, obwohl ich ganz anders bin, etc. pp. Das ganz Übliche. Doch diesmal wird es anders. Diesmal knackst du deine innere Nuss. Und wenn du sie knackst, instant alles wird anders. Die Segel sind gesetzt. Dein Schiff, wo möchtest du, dass es hinschippert? Beziehungsweise, wo möchtest du den Anker ausfahren? Der Januar wird sehr entscheidend für dich, für die nächsten 17 Jahre. Wow! Ja, das mag jetzt überfordernd sein, ganz verständlich, doch ich denke, es holt aus dir heraus, es kitzelt aus dir heraus, es spornt dich an. Sagst du ja zu diesem Quantensprung in deinem Bewusstsein? Keine Panik. Du brauchst keine Angst haben. Das Schiff wird dich tragen.
Doch machst du weiter wie bisher, vor allem in den Punkten, die dich runterziehen, kann es gut sein, dass das Schiff kentert im Verlauf der nächsten 17 Jahre und ja, du sicherlich überleben wirst, doch wirst du ein neues Schiff brauchen, wenn du weiterkommst. Also, benutze das, was du hast, um weiterzukommen, setze die Segel bewusst, lasse dich transportieren, vertraue. Vertraue. Schauen wir uns das Thema an, das Hauptthema im Januar. Wow, da fiel das ganze Deck raus, doch 2 Karten sind mit dem Gesicht nach oben. Wie gesagt, das halbe Deck, wunderbar, sehr schön, gut möglich, dass ein Löwe für dich ausschlaggebend wird oder ein Fisch, denn ein Fisch hatte die gleiche Karte wie du. Jedenfalls auch ein Skorpion ist wichtig. Also, 19. und 13. Sind für dich ausschlaggebend, Januar, und hör gut zu. Du gießt etwas, das heißt, du machst weiter mit etwas, was dir schon lange ausgedient hat. Was ist es? Werde dir dessen bewusst und lass es los. Deine Aufmerksamkeit sollte anderem gelten. Du weißt es besser als ich, besser als wir. Sie möchten dich darauf hinweisen, dass der 29. Januar dir das Potenzial aufzeigt von dem, was vorhanden ist. Ob du es anwenden kannst für dich, who knows, kommt ganz darauf an, wie weit du in deinem Bewusstsein bist. Du möchtest Leichtigkeit, du möchtest Freude verspüren, du möchtest fröhlich sein, jeden Tag aus dem Bett aufspringen und sagen, hurra, ein neuer Tag, ich gebe Gas. Ja, das wollen wir alle. Doch wenn du deine Hausaufgaben nicht machst und die verwelkten Pflanzen, das verwelkte Thema, das tote Thema weiter mit deiner Aufmerksamkeit beschenkst, springst du morgens nicht aus dem Bett mit Hurra, sondern denkst dir, Scheiße, ich habe sowas von keinen Bock. Also, schauen wir hin. Ein transformativer Monat für dich. So sollte er sein. Er sollte dir den Weg weisen. Zur Schönheit in dir, die sich in der Schönheit deines Lebens widerspiegeln sollte. Im zweiten Teil, im Extended, gehen wir übrigens ab jetzt etwas intensiver auf die spirituelle Entwicklung ein, denn das ist ganz, ganz wichtig für das, was die Menschheit erwartet. Es bedarf, dass sich ein jeder, ganz egal ob Widder oder nicht Widder, mehr um die eigene Spiritualität kümmert und somit Teil des großen Ganzen wird. Du möchtest die Leichtigkeit, doch du begießt die verwelkten Pflanzen. Was ist dieses wirklich verdammte Thema, das dich runterzieht, doch wo du jeden Tag aufs Neue bis an deine Grenzen stößt und es dir schön redest? Es hat dir ausgedient, lieber Widder. Schau doch dieser Wahrheit einfach ins Auge. Sei mutig, dem ins Auge zu sehen, es für dich zu bekennen, dir selbst
gegenüber Ehrlichkeit walten zu lassen und sagen, okay, es ist, wie es ist, aber es ist nicht mehr auf meiner Frequenz. Ich möchte das nicht mehr. Du arbeitest hart, du gibst alles und redest es dir schön, obwohl es deine ganze Kraft aussaugt. Du solltest etwas tun, was dir Kraft gibt, wo dir die Kraft nicht ausgeht, wo du sagst, ich blühe, ich erblühe darin, es erfüllt mich. Der Januar zieht Resümee, zeigt dir auf und dort, wo die meisten Widerstände sind, bitte achte auf die Zeichen, wo die meisten Widerstände sind, schau genau hin. Wie kannst du es verändern? Indem du es loslässt. Du sagst, das kannst du nicht verantworten. Lassen wir uns von Besserem überraschen. Du kannst alles verantworten, was mit deiner Seelenfrequenz übereinstimmt, was dir Leichtigkeit gibt. Was rede ich eigentlich? Du scheust dich. Ja, jetzt sagst du, ich werde streng. Natürlich werden wir streng, weil wir wollen ja, dass es dir gut geht. Wir wollen nichts weiter, als dass es dir gut geht. Doch wir können nichts weiter tun, als dich auf dieses oder jenes hinzuweisen. Du selbst musst in die Handlung kommen. Du scheust dich vor der Entscheidung. Natürlich. Die Angst. Doch wie heißt es so schön? Stelle dich deiner Angst. Spring ins Unbekannte, spring in das, was dir gut tut. Es wird dich auffangen. Es ist wie in einem Spinnennetz. Plötzlich ist man gefangen. In den Attitudes, in den Gewohnheiten, in den Verpflichtungen, vermeintlichen Verpflichtungen, im Schuldgefühl, in der Verantwortung anderen gegenüber. Und irgendwann hört das Leben für dich auf. Du bist so im Hamsterrad, so in der Gewohnheit. Schau hin. Öffne dich, rede mit denen, die dir am nächsten sind. Teile deine Sorgen, teile deine Ideen, frage um Hilfe. Du musst nicht alles alleine vollbringen. Keinesfalls. Bitte das Universum um die perfekte Lösung für dich. Wie oft sollen wir das noch predigen? Du hast auch das Gefühl, dass du jemandem ganz Bestimmtes nicht gerecht wirst. Gut möglich einem Luftzeichen, Wassermann-Zwilling, Waage. Du machst und tust und hast aber das Gefühl, dass es nicht genug ist. Frage, werde dir dessen bewusst. Wird dir dieses Gefühl vermittelt oder machst du dir selbst den Druck? Denk dran, die Sonne mit ihrem Licht, mit ihrer Klarheit, mit ihrer Leichtigkeit, mit ihrer Wärme möchte dich umhüllen und transportieren an einen Ort, der für dich viel besser ist. Ob dieser Ort nun physisch im Außen ist oder in dir selbst. Jeder steht woanders. Doch du bist für dich selbst verantwortlich. Wir machen weiter im Extended. Lieber Widder,
Bis gleich. Wir freuen uns auf dich. Ciao.